I know. Nicht so ermutigend für Samuel, weiß ich. But that's what happened. So Aber das geschah. the perspective is already here indicated we should have a good leader. Let's take a king. Die Perspektive wird hier schon angedeutet, hey, wir sollten einen guten Leiter haben, wir brauchen einen König. Because the judges didn't work. Denn Richter klappen nicht. And why did they not work is in the other remark. Und warum funktioniert das nicht? Das haben wir in der anderen Merkung. It's only twice, but it's striking. Es ist nur zweimal, aber es fällt ins Auge. All the people did what was right in their own eyes. Denn jeder tat, was in seinen Augen recht war. So they turned away from God. Sie wandten sich von Gott ab. They had some ideas what they could do, and they did it. Sie hatten ein paar Ideen, was sie machen können, und das haben sie dann gemacht. One guy said, "Oh, I have some gold. Let's make a god out of it." Der eine sagt, hey, ich habe Gold, ich mache mir Götzen. There was a priest coming by who had no job at the moment, Da kam ein arbeitsloser Priester durch die Gegend. and the guy said, "Oh, I have a god. Hey, do you want to work for me? Und der gesagt, hey, ich habe einen Gott, du hast keinen, willst du für mich arbeiten? We'll have a private sanctuary. You have a good job in food and housing." Wir machen privates Heiligtum, du hast eine gute Arbeitsstelle And und that's Essen what und they did. Und das haben sie gemacht. I'm not even joking. It's what they did. Ich mache nicht mal Witze, das ist, was sie gemacht haben. So it's no concept anymore whatsoever who God really is. Es ist gar kein Konzept mehr da, wer Gott ist. Now we're talking roughly 400 years. Wir reden hier grob über 400 So Jahre. things went really bad. Und die Dinge gingen wirklich bergab. Okay. Bergab. Because they were not continued to trust and obey God. Denn sie fuhren nicht fort, Gott zu vertrauen und ihm zu So gehorchen. everything they had kind of decreased. Alles, was sie hatten, nahm ab. They still had the land, Sie hatten noch das and Land. they had peaks in between because God helped them. Und sie hatten Höhepunkte, weil Gott ihnen immer wieder geholfen hat. But it wasn't complete. Aber das war nicht vollständig. Okay, and it changed with Samuel, Und es änderte sich mit Samuel, who was again a judge who worked nationally, not just locally. der wieder ein Richter war, der national fungierte und nicht nur So lokal. he traveled around, I said that yesterday, with the sanctuary. Also der reiste viel rum mit dem Heiligtum. And he visited people, Er besuchte Leute, but it was too late basically. aber es war zu spät. So he had his argument with God about the king or not, Er hatte sein Argument mit Gott, ob König ja oder nein. and in the end he had to obey God. Und am Schluss musste er auch Gott gehorchen. So he anointed Saul and then later David, and that was the track for the kingdom. Er hat Saul gesalbt, später David, und das war der Anfang des But Königreichs. the issue is here in the end. It's bad leadership or no leadership, Aber das Thema finden wir hier am Ende. Es ist schlechte Leiterschaft oder keine and Leiterschaft. everyone cared for himself Und jeder machte, was er wollte. and not considered the others. Und hat nicht die anderen in Betracht gezogen. And one of the peaks where we can see that is at the end they even want to fight against each other. Sorry, that's here. Benjamin. Und richtig deutlich wird es am Schluss, wo sie sogar einander bekämpfen wollen. They are so far away from what God gave them that they are willing to kill one of their own Die tribes. sind so weit weg von Gottes Willen, dass sie sogar bereit sind, einen ganzen Stamm, einen von ihren Stämmen zu töten. And somewhere along the way they realize, oops, I guess we did it too far. We went too far. Und irgendwo unterwegs merken sie dann, jetzt sind wir vielleicht doch ein bisschen weit gegangen. And so they are sorry with the tribe. Und dann tut ihnen der Stamm leid. And they say, well, now they don't have any wives. What do we do? Dann sagen die, die haben keine Frauen, was machen wir jetzt? Oh, there is a festival. Oh, da ist ja ein Fest. So we tell them, you come to that festival, nobody will notice you. Und wir sagen, kommt mal zum Fest, es fällt keinem auf. And when the women are dancing around, each of you grab a wife and then you go. Und wenn die Frauen am Tanzen sind, dann schnappt sich jeder von euch an den Haaren und haut mit denen ab. Ich meine, nicht schräg. That's where they ended up. Das ist dann die Lösung. So if you compare that with how they started, it's quite different. Wenn ihr das vergleicht mit dem, wie sie angefangen haben, ist das wirklich ein Unterschied. So it didn't go down the drain very quick. Es ging nicht ganz schnell das Klo runter, It was very slow, sondern langsam, but consistent. aber regelmäßig. Okay. And the issue is to trust and obey God. Und das Thema ist wieder, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. To be sharp, to be alert. Wach zu sein. Or by one terms, to listen to his voice. Oder ihm im Ausdruck seine Stimme zu hören. And try to be sensitive to what God is saying. Und zu versuchen, sensibel zu sein gegenüber dem, was Gott sagt. And if we don't hear anything, to keep up with what he told us until we hear again. Und wenn wir nichts hören, mit dem weitermachen, was er uns gesagt hat, bis wir etwas anderes hören. You know, I can tell you a secret about hearing God or understanding God. It's very simple. Ich kann euch ein Geheimnis sagen in Bezug darauf, Gott zu hören und zu verstehen. Es ist wirklich einfach. Sometimes people
I hear people or they ask me, how can you always hear God? Manchmal fragen mich Leute, wie kannst du immer Gott hören? My answer is very simple. I don't always hear God, Meine Antwort ist sehr einfach, ich höre Gott nicht immer. but I know what He told me, and I do that until He tells me something else. Aber ich weiß, was er mir zuletzt gesagt hat und ich mache das, And I bis er know mir was God Neues is sagt. great and good enough that He can even speak to me, and I'm quite stupid in that way. Und ich weiß, dass Gott groß genug ist, sogar zu mir zu reden und ich bin manchmal blöd. If He can talk through two guys through a donkey, He can talk to me. Wenn er Leute auch durch einen Esel ansprechen kann, dann kann er auch mit mir reden. So I don't have problems with God not being able to tell me what He wants. Ich habe keine Probleme damit, dass Gott mir nicht sagen könnte, was er will. The problem is more, do I listen or not? Die Frage ist mehr, höre ich Yeah, zu? you wanted to say. Yeah, would you say there's a difference between the way people heard God's voice in the Old Testament? Like, it's so many times, you know, it's so clear God told him to do this, do that. Then today, has it changed the way God speaks? Or Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied darin, wie Leute Gott hören, zum Beispiel im Alten Testament und heute? Dort scheint es immer so deutlich zu sein, Gott sprach. Und würdest du sagen, das ist heute nicht mehr so? Let me add to that question so you can answer. Ich würde gerne einfach was zur Frage hinzufügen. Yes, because nowadays, though of course some people are giving me some good answer also, but I like to hear more. Most people hear impressions. Yeah. Heutzutage haben viele Leute Eindrücke. Or they use this word like I feel. Oder sie sagen, ich spüre. And it kind of made me feel as if God does not speak any longer. Like it just Out based loud. on, yeah, out loud, it just like our feeling, which I'm not saying most time people are emotional, but it made me sound as if like it just, when you get so high in emotion, your adrenaline gets so to Yeah. peak. Maybe Yeah. you start speaking, or you're wondering whether it's God speaking or it's you. So one of the best way people is to justify it is like, I feel like God is saying this. So I'm Yeah. wondering like we're in the time, in the generation of feeling. You know, Also God meine does not Frage ist, speak. heutzutage sagen wir oft, ich spüre oder ich irgendwie, es ist nicht mehr so klar, Gott hat jetzt das gesagt, sondern es kommt häufig aus unserem Gefühl. Meine Frage ist, sind wir jetzt eher eine Generation, die Gott fühlt? You triggered an idea which I'm not sure if I want to follow it or not. Ihr habt eine Idee angefacht, wo ich nicht sicher bin, ob ich der nachgehen will. How did God speak in the whole Bible? Wie hat Gott gesprochen in der ganzen It's Welt? a crazy amount of ways. Das sind so viele And I was just Arten. wondering, why don't I go through the Bible and just write down how He spoke? That would be interesting. Ich habe gedacht, wieso gehe ich nicht mal durch die Bibel und gucke, wie hat Gott gesprochen? Das wäre I interessant. just know how time consuming it is as well. Ich weiß einfach auch, wie viel Zeit das But it's braucht. an idea. Aber es ist eine Okay. Idee. But the point is, the way God speaks through His Spirit or directly has changed. Die Art, wie Gott redet, durch seinen Geist oder direkt, hat sich verändert. Because with the coming of the Spirit after the work of Jesus, we have the Spirit within us. Denn mit dem Kommen des Geistes durch Jesus haben wir den Geist in uns. And they didn't have that in the same way in the Old Und Testament. das hatten sie nicht so im Alten Testament. Sometimes people had the Spirit within them. Manchmal hatten Menschen den Geist in sich. Sometimes they heard voices from outside speaking. Manchmal hörten sie Stimmen von außen. Now, we still have in the New Testament examples where voices from outside are speaking. Wir haben auch It's less. auch im Neuen Testament Beispiele, wo Stimmen von außerhalb kommen, aber seltener. I think God really speaks in a variety of ways. Ich denke, Gott spricht wirklich auf vielerlei Art. And normally my conclusion, and I'm not sure if I'm fair with people, my conclusion is the problem is not the speaking, the problem is the listening. Und meine Schlussfolgerung ist meistens, dass das Problem nicht das Reden ist, sondern das Hören. Now, I never heard God orally, Ich habe Out Gott loud. nie oral, also laut gehört. but I heard God speaking in many ways, if I use the term heard, I mean, Aber ich habe Gott auf vielerlei Arten gehört. and I cannot say it was always feeling. Und ich kann nicht sagen, es war immer Gefühl. Okay, sometimes it was not feeling at all, Manchmal war es gar kein Gefühl. because I thought I don't want to do that, Weil ich dachte, das will ich jetzt gar nicht machen. but I knew I had to. Aber ich musste. Okay, so it's I think we're sometimes not
We're sometimes not ready or not willing to listen. I'm Ich not sure denke, what it is. wir sind manchmal nicht bereit oder willens zu hören. Or we think God has to speak in this and this way to us Oder wir denken, Gott muss auf diese Art zu uns reden, because He has done it so many times. weil er das ja schon so oft so gemacht hat. But maybe He wants to speak differently this time, and then we miss it because we don't. Aber vielleicht We möchte are not er ready. uns auf ganz andere Art und Weise etwas zeigen oder zu uns reden und wir verpassen das, weil wir einfach gar nicht darauf achten. So I think to go a step back and say I basically want to just be open to God and hear from Him is a better way than saying, what did you say? How do you speak? We focus on the speaking Also instead zu of sagen, God. ich möchte an einem Ort sein, wo ich parat bin, von Gott zu hören, scheint mir besser zu sein, als zu sagen, was hast du gesprochen und sich auf das Sprechen an sich zu konzentrieren. So this general openness, this trust like we see it in Joshua, Also diese Offenheit, dieses Vertrauen, was wir auch in Josua sehen. I think when we have that, we can trust that God will speak so we understand. Ich denke, wenn wir das haben, können wir vertrauen, dass Gott auch so redet, dass wir es But verstehen. He may surprise us. Aber es kann sein, dass er uns überrascht. He may speak through people who are not even Christians. Vielleicht spricht er mit Leuten, die nicht mal Christen sind. Okay, so because they suddenly have a very good point or in a statement they make and we realize, oh yeah, that's it. Plötzlich haben sie einen ganz guten Satz, der ihnen von den Lippen kommt, wo wir merken, oh ja, genau. It may be a prayer, an impression, or what you shared in the break. Das kann ein Gebet, ein Eindruck sein, etwas, was du in der Pause weitergibst. You see something and you pray, Du siehst etwas und du betest. but it may also be an experience or something which we would not describe as a spiritual experience, but just normal. Aber es kann auch eine Erfahrung sein, die wir vielleicht nicht als geistliche Erfahrung etikettieren würden, sondern ganz normal. Okay, so I think we should be open enough that God can act the way He wants, Ich denke, wir sollten offen genug sein, dass Gott so handeln kann, wie er will. and not how we want. Nicht, wie wir das möchten. I did SBS in '92, so it's a while ago. Mein SBS habe ich 92 gemacht, ist schon eine And Weile at the end, our school leader asked a crazy question. I'm not sure if you're going to ask the same. Und am Ende hat der Schulleiter eine seltsame Frage gestellt. Ich weiß nicht, wie du das machst. So I said it's a crazy question. I didn't say a crazy school Ich leader. habe gesagt, verrückte Frage, nicht verrückter Schulleiter. He said, how would you summarize this whole school in one sentence? Er hat gesagt, wie würdest du diese ganze Schule in einem Satz zusammenfassen? And I thought, are you nuts? Ich habe gedacht, hast du einen an der Waffe? I mean, 9 months of work every day in all these books, charts, endless. I mean, 9 Monate, jeden Tag die Arbeit mit den Tabellen und dem ganzen. I mean that's crazy. Das ist ja verrückt. Okay, and then I thought, no, it's actually a good question. Und dann dachte ich, nee, das ist eigentlich eine gute Frage. But I had to think. Aber ich musste nachdenken. And my answer was so simple, I wondered, why did I do SBS to figure that out? Und meine Antwort war so einfach, dass ich mich gefragt habe, warum habe ich eigentlich die SPS I've gemacht? done that easier. Das hätte ich leichter rausgefunden. My answer was, God doesn't fit in a box. Meine Antwort war, Gott passt nicht in die Schublade. No matter how big the box is, Egal wie God doesn't groß fit in there. ich die mache, Gott passt nicht rein. He will always break your boxes. Er macht die immer kaputt. Okay? So our concepts of God will never be enough for God. Unser Konzept über Gott wird nie ausreichen für Gott. They may be enough for us, Vielleicht genügen uns die, hopefully not, hoffentlich nicht, but they will never be enough for God. aber die werden nie Gott So genügen. He will always be outside of the box Er wird immer irgendwo draußen sein. and in the box as well. Und natürlich auch drin. But I think that's when we think about how does God speak to us, we should try and do away with boxes. Aber ich denke, wenn wir sagen, wie spricht Gott zu uns, dann ist es gut, die Schubladen irgendwie beiseite zu lassen. And just say, hey, I want to hear you. Und zu sagen, hey, ich möchte dich einfach hören. So like Joshua was sitting in the tent when Moses left. Wie Josua, der im Zelt hockte, wenn Mose weg war. No purpose, no function, free time. Keine Absicht, kein Zweck, keine Funktion, He was freie just Zeit. sitting there and enjoying God's presence. Der saß da und ich nehme an, genoss Gottes Gegenwart. And I realized, not all the time, but sometimes, that's when I knew something coming from God. Und ich habe realisiert, nicht immer, aber manchmal, das waren Momente, wo ich wusste, dass etwas von Gott kommt. So I think we should just broaden up, basically. Und ich denke, wir sollten einfach unseren Horizont erweitern. I used to teach in BTSs Ich many habe years in ago, Jüngerschaftsschulen gelehrt vor vielen Jahren. and I realized how many boxes I was teaching then. Und ich habe gemerkt, wie viele Schubladen ich gelehrt habe. You know, that's how you hear God. Ja, so hörst du Gott. That is what spiritual warfare.
das ist geistliche And I Kampfführung. realized, oh, kick out those boxes. It's much more. Ich habe gemerkt, hey, ich glaube, das Schublade loswerden, das ist ja viel größer. It's a good start, but that's not it. Das ist ein guter Anfang, aber das ist es nicht. Okay? Ja. Good. Gut. I think we'll pick up on that tomorrow. Is that okay? Ich denke, wir werden morgen dann wieder So weitermachen. tomorrow mainly judges, Morgen hauptsächlich Richter and then we'll take the rest. und dann nehmen wir den Rest. So you have time to read all the Psalms until Friday? Ihr habt Zeit, all die Psalmen bis Freitag zu lesen? No, I'm joking. What do you read of Psalms? First 3 books today and the next 2 books tomorrow. Ja, die ersten 3 Bücher heute und die So I nächsten wasn't 2. even joking. Das war so nicht mal. Maybe I should pray for you. Lord, Lord, help these people, everyone, that they may enjoy the reading and enjoy seeing you always in these passages and lines and many, many verses. That it's not just reading a text, but learning about you and how people relate to you. I thank you that you are with each one of us as we study your word and are growing in our relationship with you.